Hallo, wenn man der britischen und der internationalen Presse Glauben schenken darf, dann war Brexit ein Griff ins Klo. Als ardent Remainer kann ich dem Ganzen nur zustimmen. Politisches Chaos, steigende Preise, zurückgehende Exporte, Verlust des Einflusses, ganz, ganz wichtig, auf der politischen Weltbühne, was Großbritannien angeht. Und das sind nur einige der scheinbaren Konsequenzen dieses Votums vor einigen Jahren. 7 Jahre ist es jetzt her und es dominiert immer noch die englische politische Szene, aber auch die Psyche des ganzen Landes. Sebastian, war Brexit ein Misserfolg? Ich will jetzt mal hier mit 3 Gegenfragen antworten. Ja? Die erste Frage ist, war die deutsche Einheit ein Erfolg? Ja? Einer INSA-Umfrage für die Bild am Sonntag zufolge haben viele Bürger Zweifel am Erfolg der deutschen Einheit. Unter den Befragten halten 47% der Westdeutschen und 56% der Ostdeutschen sie demnach nicht für geglückt. Also für viele Deutsche ist die deutsche Einheit wenigstens gefühlt kein Erfolg. Frage 2. War die amerikanische Unabhängigkeit ein Erfolg? Hier, ich zitiere einen Artikel. Trotz der Befreiung von Großbritannien standen die Vereinigten Staaten vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch, wie sie ihn noch nie zuvor erlebt hatten. Zwischen 1775 und 1788 schrumpfte die Wirtschaft um etwa 45% und erholte sich 27 Jahre lang nicht wieder auf das Vorkrisenniveau. So, dritte Frage. War die irische Unabhängigkeit von UK ein Erfolg? Auch mehrere Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit blieben Hoffnungen auf wirtschaftliche Erholung unerfüllt. Im Jahre 1922 betrug das Pro-Kopf-BIP Irlands 56% des Bruttoinlandsproduktes des Vereinigten Königreichs. Bis 1943 war dieser Wert auf 39% gesunken und erreichte den relativen Wert aus 1922 erst 1969 wieder. Sebastian, wenn ich dir so zuhöre, wünsche ich mir mal wieder inständig, dass es eine Time Machine gäbe. Wir würden 7 Jahre in die Vergangenheit reisen und diese Statistiken Leuten in England mal präsentieren. Denn ganz offensichtlich sind solche Voten immer zum Nachteil des Landes. Bist du denn ein Brexiteer? Nein, also ich würde mich absolut nicht als Brexiteer bezeichnen und allein schon deswegen nicht, weil der Begriff ja doch so viele negative Konnotationen hat. Ja, also da wird mir gleich in die fremdenfeindliche Ecke und ultrarechte Ecke gedrückt, aber auch eben als jemand, der jetzt nicht alle Tasten im Schrank hat, mehr oder weniger. Ja, ich würde mich aber durchaus als libertär bezeichnen und ich respektiere es, wenn ein Volk einen politischen Willen ausdrückt. Und natürlich finde ich auch die ganze Idee letztlich interessant, ja, dass jetzt ein Staat sagt, okay, wir treten der EU bei, jetzt wollen wir da wieder austreten. Also so als Idee, staatsphilosophische Idee, finde ich das absolut natürlich einen interessanten Vorgang. Damit tue ich mich so ein bisschen schwer. Da gibt es so ein wunderschönes Zitat. If you want to lose all faith in democracy, spend some time with the general public. Das ist so mein Gefühl, wenn es um Referenden geht. Wir haben uns ein paar Mal in der Vergangenheit über die Schweiz unterhalten. Da kennt sich die Bevölkerung mit Referenden aus. Da werden die Leute informiert, sie bilden sich, bevor gestimmt wird. In England war die Situation, wenn man da war, ganz, ganz anders. Jetzt mal eine Frage an dich. War es denn richtig, dass David Cameron die Entscheidung zu sowas unglaublich Wichtigem wie den EU-Austritt der Bevölkerung überlassen hat und dann, du weißt meine Position, dann gesagt hat, okay, entscheidet ihr euch mal aber ich kümmere mich nicht wirklich drum, euch zu sagen, was denn tatsächlich die Fakten sind, dem Feld in vielerlei Hinsicht den Brexiteers überlassen hat und dann, als die Entscheidung so entstanden ist, wie sie gefallen ist, gesagt hat, so, und jetzt kümmert dich alleine um den Dreck. Ihr seht schon, ich bin da unglaublich emotional in diesem Thema, aber Sebastian, ich lass dich mal zu Wort kommen. Also ich stimme dir also da in gewisser Weise absolut zu. Ja, also ich halte absolut nichts von punktuellen Volksentscheiden. Ja, also wenn man als Volk Übung mit der direkten Demokratie hat, du hast die Schweiz angesprochen. Ja, da sind die Bürger trainiert, seit Jahrhunderten hier teilzunehmen am demokratischen Prozess. Oder auch in den USA. Ich meine, in den USA muss man sich immer vor Augen halten, werden vielfach Richter und Oberschulräte, ja, gewählt von den Bürgern. Ja, also das heißt,
Da gibt es ähnlich viele Volksentscheide, zumindest in manchen Staaten, ähnlich wie in Kalifornien. Ja, also dann kann das Sinn machen. Ja, aber was wir in UK gesehen haben, ist aus meiner Sicht die Diktatur des Mobs und davon halte ich nichts. Ja, das ist Absolut. Ich stimme dir vollkommen zu. so. Ich muss allerdings jetzt dazufügen, diese Brexit-Entscheidung wurde aus meiner Sicht mit dem erdrutschartigen Sieg Boris Johnson 2019, als er eine 80-Sitz-Mehrheit dann hatte im Parlament, auch im Sinne der parlamentarischen Demokratie legitimiert. Ja. Und letztlich ist dieser Vorgang für mich das Entscheidende. Um ehrlich zu sein, macht es die Situation für mich persönlich nur schlimmer. Du hast jetzt meine Frage darauf hin, ob Brexit ein Erfolg ist, ja oder nein, ganz schön umgangen und hast mir drei Daten zur Verfügung gestellt. Was willst du uns damit sagen? Ich habe ja 3 andere Beispiele zum Thema Nationenbildung hier gebracht, ja, und zwar zum einen mal die deutsche Einheit und dann auch die amerikanische Unabhängigkeit, die irische Unabhängigkeit, also durchaus auch tatsächliche große Ereignisse politischer Art, tektonische Verschiebungen im Staatsgefüge, ja, also Dinge, die man eigentlich einmal im Leben tatsächlich nur erlebt, ja, oder in einer Generation. Und all diese Beispiele zeigen im Grunde genommen, man muss sich auf Jahrzehnte Wasser und Trockenbrot einstellen. Man muss sich darauf einstellen, dass es eine holprige Fahrt wird. Das wurde aber, und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, vor der Abstimmung nie erwähnt. Also heute kann man auf keinen Fall sagen, ob Brexit ein Erfolg war oder ein Misserfolg war. Vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht wird sich die EU in den nächsten 20 Jahren weiter aufspalten. Vielleicht wird der Euro entwertet. Dann werden alle Briten froh sein, dass sie sich von der EU losgesagt haben. Das kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Ja. Ich finde es nur, also auf jeden Fall, jetzt sieht vieles natürlich wie ein Misserfolg aus, aber es ist letztlich jetzt zu früh, dort sich ein Urteil zu bilden. Befassen wir uns mal mit der Umsetzung des Brexit. Das hat ja auch lange gedauert, bis wir überhaupt irgendwelche Konsequenzen. Jetzt fühlt man die Konsequenzen durchaus. Was sagst du dazu? Ja, also das ist aus meiner Sicht eigentlich die eigentliche Katastrophe, ist diese Umsetzung. Ja, die Umsetzung ist ja komplett meiner Meinung nach fehlgeschlagen. So, ich habe jetzt ja, wie gesagt, gerade eben auf 3 Beispiele aus der Geschichte hingewiesen. In diesen 3 Beispielen hat es zu wirtschaftlichen Verwerfungen dann geführt. Ich frage mich jetzt natürlich, ist es Voraussetzung, muss es immer so sein? Gibt es überhaupt einen anderen Weg oder sind solche Ereignisse einfach immer von Chaos und Zerfall geprägt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Und denkst du da jetzt spezifisch an das Freihandelsabkommen zwischen UK und der EU, also dem Brexit-Deal, wie wir ihn nennen? Eigentlich nicht mal so sehr, ja. Also ich muss sagen, so dieser ganze Warenaustausch mit der EU, der funktioniert eigentlich meiner Meinung nach, muss ich sagen, recht gut. Wir haben viele Mandanten, die Waren hin und her schicken. Und ich kann ehrlich gesagt die negative Presse dazu nicht ganz verstehen, denn also klar, da gibt's extra Unterlagen, die man ausfüllen muss und so weiter und so fort, ja. Aber der Handel meiner Meinung nach funktioniert fast reibungslos, ja. Also ich persönlich habe jetzt auch noch keine wirklich leeren Supermarktregale in UK gesehen. Ich finde, die Berichte dazu sind oftmals, also ich meine, dass es flächendeckend so ist, ja. Vereinzelt, klar, kann man über vieles nachdenken, ja. Ich habe zum Beispiel erst neulich ein MacBook bestellt in Deutschland bei Amazon, das war am nächsten Tag da, ja. Also ich glaube nicht wirklich, dass der Handel stark beeinträchtigt ist. Was ist denn besonders schlecht? Was ist denn so eine negative Situation, die wir durchaus in UK im Moment sehen? Ja, also ich finde, also das Schlimmste für mich finde ich die ganze Situation rund um Immigration und Einwanderung. Meiner Meinung nach bremst das die britische Wirtschaft enorm, kostet tatsächlich ohne Ende Wachstum. Und meinst du, dass jetzt EU-Bürger tatsächlich nicht mehr nach England oder in UK auswandern können, dorthin ziehen können zum Arbeiten? Ja, das meine ich auch, aber ich spreche jetzt hier erstmal allgemein von einer komplett verfehlten Einwanderungspolitik und auch diesen ganzen politischen Extremismus, ja, den man ja nur mit der AfD letztlich vergleichen kann und der einfach nur dumm ist und nicht sich an der Lebensrealität orientiert, was tatsächlich in der Wirtschaft abläuft, in den ganzen Unternehmen, in den Krankenhäusern und so weiter und so fort. Ja. Denn es fehlen ja tatsächlich massiv Arbeitskräfte in England. Ja, und ich meine, das Grundproblem ist hier einfach, dass viele Arbeitskräfte den Arbeitsmarkt verlassen haben. Ja, also man muss dran denken, viele der Babyboomer gehen in den Vorruhestand und in den Ruhestand und wir reden hier von gigantischen Zahlen. Also ich hatte mal hier von der Bank of England gelesen, vor kurzem, dass wir von 600.000
erfahrenen Arbeitskräften reden. Also wenn ein Mitarbeiter 55 ist, ja, vielfach steht er ja sozusagen hier im Saft seiner Produktivität. Ja, also man muss sagen, er hat gigantisch viel Know-how angesammelt in seinen Jahren. Er ist noch durchaus körperlich und natürlich auch geistig komplett leistungsfähig und dann geht er in Vorruhestand. Ja, ich meine, die Tatsache, dass viele in Vorruhestand gehen in dem Alter, liegt auch schlicht und ergreifend daran, weil es in UK einen sogenannten Pension Cap gibt. Das heißt, du kannst dann so viel in deine Betriebsrente einzahlen und danach wirst du hier steuerlich dann extrem penalized. Also gut, das wurde jetzt geändert. Aber ich meine, da sind ganz viele strategische, komplett falsche Entscheidungen getroffen worden. Natürlich sind auch viele Ost-EU-Bürger, die während der Pandemie nach Polen und Rumänien dann wieder zurückgegangen sind, nicht nach UK zurückgekehrt, obwohl sie eigentlich dürften, aber die kommen nicht zurück, weil sie natürlich sagen, na ja, das ist ein Land, da fühle ich mich als nicht willkommen, ja, politisch gesehen, und außerdem, ganz davon abgesehen, ich meine, wer schon mal in den letzten Jahren in Osteuropa war, also das ist jetzt ja nicht so, dass es eine Wüste ist, ja, also ich meine, da ist ja vielfach Vollbeschäftigung, sind gute Jobs, sind gut bezahlt, also ich meine, steuerlich vielfach attraktiv und so, also man muss ja nicht denken, dass jetzt hier UK so das wirtschaftliche Mekka und Paradies ist. Und das mit dem nicht willkommen fühlen, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin halb Deutsch, halb Engländerin und hatte zum Zeitpunkt des Brexits meinen deutschen Pass nur und bekam dann innerhalb von wirklich ein paar Tagen nach dem Brexit-Votum eine Aufforderung, mich als Deutsche zu registrieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne seit 26 Jahren in England. Das ging mir echt an die Seele. Das tat richtig, richtig weh. Ich bin mit einem Engländer verheiratet. Ich habe englische Kinder. Ich arbeite seit 26 Jahren in England und dann so einen Brief zu bekommen, das tat weh. Problem ist eben, dass viele der Brexit-Wähler natürlich rechts sind und wirkliche Fremdenhasser sind und die Tories fühlen sich denen verpflichtet, wohl oder übel. Ja, wir kennen das Gleiche auch in Deutschland. Und Deutschland hat mehr oder weniger strukturell ähnliche Probleme. Ja, auch in Deutschland gibt es einen Fachkräftemangel. Und den gibt es natürlich auch hier, wobei ich denke manchmal, wir reden zu viel von Fachkräften. Ja, es geht gar nicht unbedingt um Fachkräfte. Du, ganz ehrlich, wenn du hier in Bad Homburg, wo ich im Moment wohne, über die Luisenstraße, das ist die Haupteinkaufszone, läufst, in jedem einzelnen Geschäft steht ein Schild, Aushilfe gesucht. Du könntest überall arbeiten. Es geht also nicht nur um Fachkräfte, sondern es geht um einfach Bodies to fill the jobs. Darum geht es einfach nur. Einfach nur Leute, die hinter der Kasse stehen. So, und dann gibt es eben bestimmte Leute, die reden immer von unkontrollierter Einwanderung, als wenn das irgendwas Schlechtes wäre. Ja, also gut, klar, also Einwanderung muss man natürlich irgendwo regulieren, ganz klar. Aber primär würde ich mal sagen, okay, wir sollten froh sein, dass überhaupt jemand kommen will und hier arbeiten will und diese Jobs machen will. Ja. Ja, grundsätzlich fehlen einfach Leute, um zu arbeiten. Jetzt ist es natürlich für die EU-Bürger, ob es Freiberufler, Unternehmen, Privatiers sind, die einfach in England leben wollen, unglaublich prekär, die Situation im Moment. Ja, finde ich also ganz unglaublich. Ja, ja, genau, was für ein kompletter Schwachsinn, ja. Also ich meine, wir sehen es ja immer wieder bei Mandanten, die sind wohlhabend, die wollen was bewegen, die zahlen Steuern und die können hier nicht sein und Steuern bezahlen. Ne? Also es ist kompletter hanebüchender Unsinn. Ja, hier orientiert sich UK immer an Kanada und Australien, ohne aber deren Vorteile zu übernehmen. Wir haben ja schon mal ein Video aufgenommen, wo wir darüber gesprochen haben, dass es relativ einfach ist, zum Beispiel in Australien ein temporäres Visum zu bekommen. Selbst in Kanada, in manchen Regionen, kann man relativ leicht ein Visum bekommen als Unternehmer. Ja, man muss zum Teil gar nicht mal vorher beantragen, kommt am Flughafen an. Das ist wie in den 70er Jahren in den USA. Ja. Und diese Sache hier, sich hier zu verschließen gegenüber Leuten, die wirtschaftlich was bewegen wollen und können, ist extrem schädigend für die Wirtschaft und für den Ruf. Jetzt würde ich ganz gerne eine positive Note zum Abschluss unseres Gespräches finden. Zum einen, hoffentlich ändert sich die Regierung innerhalb der nächsten 2 Jahre. Das sollte uns so ein bisschen Hoffnung geben. Aber gib uns doch mal so deine Prognose. Wo geht der Weg hin? Wie wird es in Bezug auf Brexit in ein paar Jahren hoffentlich aussehen? Natürlich kann sich der Brexit schon als zukunftsweisend hier zeigen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass noch weitere Länder aus der EU aussteigen werden. Ich glaube, man muss einen Weg des Zusammenspiels finden und dabei auch aber gesunde Konkurrenz zwischen den Ländern walten lassen. Ganz klar ist aber, und da komme ich nochmal zurück zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, es dauert auf jeden Fall viel länger, als das hier von Politikern versprochen wurde. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche Vorteile
jetzt sehr bald sichtbar werden. Und natürlich meiner Meinung nach durch dieses Management des Prozesses, durch die Politik, kann alles noch viel schlimmer gemacht werden. Sebastian, vielen, vielen Dank. Es war total interessant, sich über dieses sehr emotionale Thema mit dir zu unterhalten. Alles Gute. Sehr schön. Wer soll konkret unseren Alten und irgendwann selbst mal den Popo putzen? Ja, also ich habe mal während der Oberstufe in einem Pflegeheim gearbeitet. Ich weiß auch nicht warum, denn es war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Ja, aber harte Arbeit. Das ist harte Arbeit, körperlich, aber auch mental ist das hart. Ja, absolut, kann man wirklich nur sagen. Ich habe das ja wirklich ja nur am Wochenende gemacht, ja. Aber dennoch muss ich sagen, ja, also ich habe mehr Windeln gewechselt als eine Mutter mit 3 Kindern, ja. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.